Kuckuck! Ich zeige euch, wie ihr relativ schnell und einfach schöne Fairy-Ohren machen könnt. Am Beispiel von einem Fuchs und einem Hasen. Zum Beispiel habe ich hier große Fuchsohren gemacht. Sieht doch niedlich aus, oder? Und ja, das zeige ich euch jetzt. Um so ein Ohr zu machen, braucht ihr 2 Arten von Filz und eine Schablone. Und zwar nehmt ihr euch so ein dickes Filz als Grundmaterial. Ich bin auch der Meinung, ihr könnt bestimmt auch Pappe nehmen, aber Hauptsache es ist halt relativ stabil, aber trotzdem noch biegsam. Dann nehmt ihr euch eine Form, die ihr euch vorher zurecht macht, wo ihr sagen könnt, okay, das ist eine schöne Ohrform. Macht es nicht zu breit, wie ihr seht. Durch das Fell wird das generell noch sehr dick und kriegt sehr viel Volumen, also lieber etwas schmaler. Dann hat man so ein Stück fertig. Das ist unsere Grundform. Dann braucht ihr noch so ein dickes Filz. Das ist viel weicher und beweglicher, aber halt sehr kräftig. Bestimmt kann man als Ersatz auch sowas nehmen wie Schaumstoff oder Schaumgummi, irgendwas, was halt beweglich ist und als Polster dient. Und da habe ich so eine Grundform, die setzt man später hier rauf. Wenn ihr die 2 Teile habt, braucht ihr aus dem Stück noch so einen Streifen. Um die Form jetzt so hinzubekommen, nehmt ihr euch das Stück und eine Heißklebepistole hier an und schaut, okay, circa hier unten, so soll das Ganze sitzen. Nehmt ihr euch die Heißklebepistole und setzt das Ganze grob aufeinander. Verbrennt euch dabei nicht und lasst ein bisschen diesen Abstand hier zwischen. Aber schaut, dass es halt gerade klebt. Wenn das ganz stabil ist, klebt ihr den Rest auch noch an. Das ist unsere Grundform. Die füttern wir jetzt noch, indem wir dieses Stück hier nehmen. Und das gibt dem Ohr nachher genügend Volumen auf der Rückseite, damit es nicht so abgeflacht aussieht. Mit dem Fell verspielen sich die Übergänge nachher total. Wichtig ist immer, dass ihr schönes Fell nehmt für das Ganze und es auch in die richtige Richtung schneidet. Also hier seht ihr, ihr müsst in die Richtung schneiden. Dann nehmt ihr eure Form, legt die auf der Rückseite drauf, ne? Ja, so, und schneidet nochmal ein bisschen mit Zugabe drumherum und dann habt ihr so ein Stück. Das Stück könnt ihr jetzt auch einfach festkleben mit Heißkleber. Schön auf die Ränder. Für das Weiße nehmen wir weißen Filz und ein Muster, was circa die Größe hat, was man hier später einfach reinlegen kann. Dieses Muster übertragen wir und dann nehme ich mir Alkoholmarker, in dem Fall 3 Töne, rosa bis pink, um diesen Effekt so erzielen zu können. Ich fange mit dem dunklen an. Habt ihr das fertige Stück und klebt das rein. Jetzt müssen wir natürlich noch die Ränder füllen. Dafür nehmt ihr euch so einen Streifen und schaut einfach mit dem Haarverlauf, wie ihr das am besten auffüllen könnt. Damit das Ganze hier oben mehr rund ist, habe ich das noch ein bisschen zurechtgeschnitten. Ein bisschen kürzer gemacht an der Stelle. Und jetzt müssen wir noch die Spitze einfärben. Dazu nehme ich mir wieder einen schwarzen Koppel. Nehme ich mir noch einen helleren Stift und gehe nochmal drüber, um das alles ein bisschen weicher zu machen im Verlauf. Wenn ihr zufrieden mit eurer Bemalung seid, dann solltet ihr das Ganze auf jeden Fall mit Haarspray etwas fixieren.
Damit könnt ihr auch noch kleine Unebenheiten etwas kaschieren, damit man hier die Nähte nicht so sieht. Und das Ganze einfach immer so ein bisschen zurechtstylen. Und schon habt ihr ein paar Hasenohren. Und zwar habe ich einmal für ein paar große Ohren und ein paar kleine Ohren so ein Muster genommen und das mit zurechtgeschnitten. Also ihr habt hier die Grundform. Ich habe dafür Filz genommen. Ihr könnt bestimmt auch Pappe nehmen oder alles andere, was relativ stabil ist und gut beweglich. Und dann habe ich mir noch etwas dickeren, aber viel weicheren Filz genommen. Einfach nur, damit ihr ein Polster habt, um das Ganze zu modellieren. Und zwar klebt ihr das Ganze dann halt so ran an das Stück. Das sieht dann so aus. Dann habt ihr die Grundform, dass es hier ein bisschen dicker ist. Dann nehmt ihr euch noch sowas und Heißklebepistole und macht das ganz einfach so. Damit wir jetzt die Biegung reinkriegen, nehmt ihr das Ganze und schiebt das hier unten auf dem Filzstück zusammen, bis euch die Biegung gefällt. Dann wartet ihr, bis es trocknet. Wenn das Ganze hart ist, könnt ihr das noch ordentlich ausschneiden. So, und dann habt ihr so eine Form. Das ist eure Grundform, die schon gepolstert ist. Jetzt braucht ihr Fell. Umso hochwertiger das Fell aussieht, desto schöner ist auch das Endergebnis. Ich habe hier schönes Fuchsfell genommen. Das habe ich in der passenden Größe ausgeschnitten. Dafür habe ich mein Förmchen genommen, das innen draufgelegt, ausgeschnitten. Zack, fertig. Und ihr braucht noch so weißes Fell. Da habe ich mir so Fellstreifen genommen und die ein bisschen gekürzt, weil die sehr lang waren. Ihr könnt ein bisschen gucken, wie ihr das am liebsten zurechtlegen wollt, in welche Richtung das verlaufen soll. Also bis hier. Schmiert ihr das Ganze mit Kleber ein. Auf, dass ihr euch nicht verbrennt. So, jetzt habt ihr die Grundform. Und wenn euch die Haare hier drin zu lang sind, weil die hier jetzt sehr weit reinragen, könnt ihr die auch noch ein bisschen zurechtschneiden. Ein bisschen kürzer machen. Und schön gucken, dass man das Dunkle innen drinnen noch ein bisschen sieht, damit die Tiefe vorhanden bleibt. Und jetzt beziehen wir das mit dem großen Stück Fell, dass man das Schwarze nicht mehr sehen kann. So, hier habe ich jetzt noch was rangemacht. Und das hier ist jetzt ein bisschen lang, also kürzen wir es. Jetzt müssen wir das Ganze noch so fuchsig einfärben, indem ihr einfach einen schwarzen und einen braunen Copic nehmt. Also alkoholbasierte Stifte, die auch auf künstlichen Synthetikfasern halten. Dann könnt ihr leichte Übergänge malen. Mit der Technik könnt ihr dann super kleine Unreinheiten einfach kaschieren. Und dann lasst ihr das Ganze trocken und habt ein Ohr. Super schnell und super einfach. Habe ich die richtig rum auch? Ja.